Im Zweiten Weltkrieg wurden mit der Verwendung neuer Technologien in vielen militärischen Bereichen Rekorde gebrochen. Ein Beispiel hierfür ist die Anzahl der von Panzerkommandanten zerstörten Panzer. Kurt Knispel, den wir in unserem Kanal bereits erwähnt haben und der als Panzerras bezeichnet wird, steht an erster Stelle. Obwohl er 168 Panzer zerstörte er als Panzergeschützführer 126 von ihnen und als Panzerkommandant 42. Aus diesem Grund betrachten viele Quellen Otto Carius, der im Zweiten Weltkrieg mehr als 150 Panzer zerstört hat, als den Kommandanten mit den meisten Zerstörungen in der Rangliste der Panzerassen. Eine weitere großartige Leistung von Otto Carius war das Abschießen eines Flugzeugs mit der Kanone des Tiger I Panzers. Hier könnten Sie sagen, dass viele Panzer Flugzeuge abgeschossen haben. Aber all diese Leistungen wurden mit Maschinengewehren erreicht, die auf dem Turm des Panzers montiert waren und als Flugabwehr verwendet wurden. In unserem Video werde ich erklären, wie schwierig es ist, ein Flugzeug mit dem Panzergeschütz abzuschießen, und Sie werden verstehen, wie schwer Carius' scheinbar unmöglicher Schuss war. Im Jahr 1943 begannen die Deutschen an der Ostfront zunehmend Verluste zu erleiden. Trotzdem begannen einige Namen aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten hervorzustechen. Einer dieser Personen ist Otto Carius. In Carius' Einheit begannen die Sowjets mit Angriffen auf den berühmten Iljuschin II, auch bekannt als Sturmovik. Die Sowjetunion hatte insgesamt 42.330 Iljuschin II Flugzeuge produziert, was einen Rekord für die meisten produzierten Kriegsflugzeuge in der Luftfahrtgeschichte darstellt und bis heute nicht gebrochen wurde. Sie wurden als fliegende Panzer auf dem Schlachtfeld bezeichnet und waren besonders wirksam gegen Panzer, wenn die deutsche Luftwaffe, insbesondere an der Ostfront, keine Kontrolle hatte. Otto Carius erlangte jedoch Ruhm mit dem berühmten Tiger I Panzer, den wir in diesem Kanal zuvor untersucht haben. Nach dem Krieg schrieb Carius das Buch Tigers in the Mood, das sich an Soldaten in Panzereinheiten richtete, die im Krieg ums Leben kamen. In vielen Quellen wird Otto Carius als der beste Kommandant in der Geschichte bezeichnet. Carius schloss 1940 die zivile Schule ab, ein Jahr nach Beginn des Zweiten Weltkriegs. Obwohl er sich zweimal für den Militärdienst bewarb, wurde er aufgrund seines schwachen und kränklichen Aussehens als ungeeignet für den Militärdienst angesehen. Er wurde schließlich einer Infanterieeinheit zugeteilt und dann zu einer Panzereinheit versetzt. Obwohl sein Vater gegen seinen Eintritt in die Armee war, erlaubte er ihm, einer Kampfeinheit oder Hilfstruppe beizutreten. Obwohl er selbst als Infanterist am Krieg teilnahm, akzeptierte sein Vater sogar, dass sein Sohn Pilot wurde. Es gab jedoch eine Einheit, gegen die sein Vater sich wehrte, und das waren die Panzer. Er nannte sie Eiserne Todesfallen. Nach seiner Panzerausbildung wurde Otto Carius dem 502. Schweren Panzerregiment zugeteilt. Die Kommandanten erkannten seine Intelligenz in der Panzertaktik und ernannten ihn zum Panzerkommandanten. Als seine Einheit an die Ostfront geschickt wurde, begann Carius Abenteuer an der Ostfront und er bewies sehr schnell, dass er ein guter Panzerkommandant war. Die Zeit, in der Carius diente, war keine Zeit, in der die Deutschen an der Ostfront überlegen waren, sondern eine Zeit, in der die Sowjets überlegen waren. Tatsächlich bezeichnete Carius in seinem Buch den Tag, an dem eine große Nahrungsmittellieferung bei ihnen ankam, als einen seiner glücklichsten Tage. Kurz darauf griffen die sowjetischen Streitkräfte die deutschen Positionen an und eroberten die Vorräte. In diesem Angriff erbeuteten sie auch Luftwaffenuniformen und setzten sie ein, um viele Hinterhalte gegen die Deutschen zu organisieren, bei denen sie schwere Verluste erlitten. Anschließend wurde Carius' Einheit angewiesen, auf jeden Mann zu schießen, der eine Luftwaffenuniform trug. Carius gesteht in seinem Buch auch ein paar Mal, dass seine eigenen Männer getroffen wurden. Otto Carius erlangte Ruhm nicht nur aufgrund seines Intellekts, sondern auch aufgrund seines Mutes. In seinem Buch erzählt er von einem Vorfall während einer Aufklärungsmission mit einem Tiger I-Panzer, bei dem sie auf einen sowjetischen Panzer trafen. Nachdem der sowjetische Panzer aus nächster Nähe geschossen hatte, blockierte das Zielfernrohr des Tiger I und Carius kletterte auf das Dach des Panzers, um das Drehen des Turms manuell zu ermöglichen. Anschließend zerstörten sie den sowjetischen Panzer durch Schüsse auf seine Schwachstelle auf der Rückseite. Während einer anderen Aufklärungsmission geriet der Tiger I-Panzer aufgrund eines Sandsturms von der Straße ab und hatte Probleme mit der Batterie, woraufhin er von einem sowjetischen Panzer angegriffen wurde.
Karius und sein Team konnten den Panzer jedoch durch Reparaturarbeiten wieder zum Laufen bringen und den sowjetischen Panzer zerstören. In den späteren Tagen des Krieges wurde Karius von einem sowjetischen gepanzerten Fahrzeug in einen Hinterhalt gelockt. Das sowjetische Fahrzeug durchbrach die Rüstung des Tiger I und Karius und sein Team gerieten in eine schwierige Lage. Allerdings startete Karius clever, den Panzer rückwärts zu bewegen, so dass die Waffe des sowjetischen Fahrzeugs in die Rüstung des Tiger I stecken blieb. Anschließend zerstörten Karius und sein Team das sowjetische Fahrzeug. Während einer Aufklärungsmission in den letzten Tagen des Krieges wurden Karius und sein Team damit beauftragt, eine sowjetische Flugabwehrbatterie hinter den deutschen Linien zu zerstören. Karius zerstörte die Flugabwehrgeschütze einzeln mit dem Geschütz des Tiger I und vernichtete die Batterie. Lassen Sie uns nun zum Ereignis übergehen, bei dem Otto Karius diesen unglaublichen Schuss abgegeben hat. Am 10. Dezember 1943 war Karius Teil des Panzerbataillons 502. Seine Einheit wurde beauftragt, den sich zurückziehenden deutschen Kräften in der Nähe von Leningrad Schutz zu bieten. Das Panzerbataillon bestand größtenteils aus starken Tiger-I-Panzern. Die Einheit wurde jedoch ständig von Il-2-Flugzeugen angegriffen. Tatsächlich gab es in den Il-2-Flugzeugen nur wenige Panzerabwehrmunition, und ihr Hauptziel war es, gegen Infanterie- und Nachschubkolonnen vorzugehen. Doch das Abfeuern der Bordwaffen führte dazu, dass die Tigerpanzer zwar nicht zerstört, aber schwer beschädigt wurden. Aufgrund dieser Luftangriffe mussten sich die Panzer von Karius verstecken und konnten ihre eigentlichen Aufgaben nicht erfüllen, ohne beschossen zu werden. Wenn die Luftwaffe nicht genügend Luftunterstützung leisten konnte, konnten die sowjetischen Flugzeuge in aller Ruhe Angriffe fliegen. Karius begann nach einer Lösung für diese Luftangriffe zu suchen. In der Turmkanone des Tigerpanzers befand sich ein MG-34 Maschinengewehr. Aber diese Waffe war gegen die Panzerung der Il-2-Flugzeuge wirkungslos. Außerdem verursachten die Feuerbomben, die von den Il-2-Flugzeugen abgeworfen wurden, erhebliche Schäden an der Tankbesatzung, wenn sich der Turm offen befand. Während die Besatzung darüber nachdachte, was sie tun sollte, kam dem Schützen von Karius, Albert Kerscher, die Idee, mit der Kanone des Tigerpanzers zu schießen. Die Kanone des Tigerpanzers war eine für den Panzereinsatz angepasste 88 mm Flak. Doch die als Flak bezeichneten 88 mm Kanonen waren für Streuungsschüsse konzipiert. Die für den Panzer angepasste KWK-Kanone konnte jedoch geradeaus schießen. Wie im Video zu sehen ist, werden Flugabwehrsysteme nicht direkt auf das Ziel ausgerichtet abgefeuert. Die Kugel trifft das Ziel erst, wenn das Flugzeug weiterhin in Bewegung ist. Daher wird mit Streuungsschüssen geschossen und versucht, die Kugel mit dem Flugzeug zu kreuzen. Der Topf des Tigerpanzers feuerte direkt auf das Ziel ausgerichtet ab. Das bedeutet, dass versucht wurde, Ziele zu treffen, die mit einer Geschwindigkeit von maximal 70 bis 80 km pro Stunde von der Tank abgefeuerten Munition getroffen werden konnten. Aber die Il-2-Flugzeuge erreichten Geschwindigkeiten von 350 bis 400 km pro Stunde. Es war also unmöglich, ein Flugzeug, das mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit flog, mit einer aus dem Panzer abgefeuerten Kugel zu treffen. Aber Otto Karius dachte, dass sie auf den Schützen hören und diesen Schuss abfeuern sollten. In seinen Erinnerungen gibt Karius an, dass sie sich entschieden haben, diesen Schuss aus Verzweiflung heraus abzufeuern. Der Plan war wie folgt: Wenn die Il-2-Flugzeuge gesehen wurden, würde der Tank plötzlich auftauchen. Die Flugzeuge kamen ohnehin in einer großen Gruppe. Während die Flugzeuge kamen, positionierte Karius seinen Tank und befahl dem Lader, panzerbrechende Munition zu laden. Der Schütze Kerscher richtete die Kanone auf einen Winkel von 15 Grad aus. Das gesamte Team wartete nun auf die Ankunft der Flugzeuge. Als die Il-2-Flugzeuge im Sturzflug waren, sagte Karius seinem Team, ruhig zu bleiben und auf den Feuerbefehl zu warten. Als Karius den ersten Schussbefehl gab, flog die Kugel in die Luft, erreichte aber nicht die Reichweite der Il-2-Flugzeuge. Aufgrund der horizontalen Schussfähigkeit, über die ich gerade gesprochen habe, blieb die Kugel außer Reichweite. Karius befahl erneut, zu laden, und das Team wartete. Als sie den Schuss abgaben, traf die Kugel die Flügel des von ihnen angezielten Il-2-Flugzeugs und das Flugzeug begann in Spiralen zu fallen. Dann stürzte das Flugzeug mit einem lauten Knall auf den Boden. Die umliegenden deutschen Soldaten waren plötzlich begeistert.
Denn etwas, das unmöglich schien, war erreicht worden. In seinem Buch beschreibt Carius diesen Vorfall wie folgt: Mein Schütze Albert Kerscher sah ein fliegendes Il-2-Flugzeug und richtete schnell auf es aus. Er traf es beim ersten Schuss und das Flugzeug stürzte brennend auf den Boden. Ein paar Minuten später tauchte eine andere Il-2 auf und wurde auf die gleiche Weise getroffen. Ich habe mehr als 150 Panzer zerstört, aber mein klarster Erfolg war dieser. Die Schüsse, die Carius und sein Team damals abgefeuert haben, waren unglaublich schwierig. Selbst Geschütze, die speziell als Flugabwehrkanonen entwickelt wurden, hatten Schwierigkeiten, Flugzeuge zu treffen. Es war also wirklich eine außergewöhnliche Leistung, ein Flugzeug mit einer Kanone eines Panzers zu zerstören. Carius wurde gegen Ende des Krieges gemeinsam mit einem anderen deutschen Panzerkommandanten beauftragt, Sprengstoffe zu entschärfen, die auf einer Eisenbahnbrücke platziert wurden. Carius und der andere Kommandant zerstörten die Sprengstoffe erfolgreich und verhinderten so den Vormarsch der sowjetischen Truppen über die Brücke. Allerdings wurden Carius und andere deutsche Gefangene im April 1945 von sowjetischen Einheiten in der Kurlandfront gefangen genommen, als sie sich zurückzogen, und in Arbeitslager geschickt. Carius wurde 2 Jahre lang in verschiedenen Lagern eingesetzt. Zunächst arbeitete er beim Bau von Eisenbahnen in Sibirien. Später wurde er in verschiedenen Jobs wie dem Fällen von Bäumen im Wald und dem Arbeiten in einem Steinbruch eingesetzt. Carius wurde während seiner Gefangenschaft von den Sowjets schlecht behandelt. Während seiner Zeit im Gefangenenlager lebte er in einer schwierigen Umgebung, in der Nahrung knapp war, Menschen gegen Hunger kämpften und Krankheiten weit verbreitet waren. Im kalten Winter hatten die Gefangenen nicht genug Kleidung und Nahrung, und viele von ihnen starben an Kälte. Die Sowjets wandten Foltermethoden an, um Carius zu verhören. Carius wurde unter anderem durch laute Musik und grobes und demütigendes Verhalten der Vernehmer verhört. Die Sowjets wollten, dass Carius Informationen über die Strategien und Geheimnisse der deutschen Armee preisgibt. Während seiner Gefangenschaft stand Carius mehrmals kurz vor dem Tod. Es gab Gerüchte, dass die Familien der sowjetischen Soldaten, die er im Krieg getötet hatte, ihn aufspüren und töten wollten. Trotz dieser Bedrohungen blieb Carius auch in dieser Zeit gegenüber Menschen ehrlich und menschlich. Er entschuldigte sich bei den Familien der sowjetischen Soldaten, die er im Krieg getötet hatte, und versuchte, ihre Trauer zu lindern, indem er sagte, wo ihre Angehörigen begraben waren. Otto Carius wurde im Jahr 1947 freigelassen, als die Sowjetunion beschloss, Kriegsgefangene in Deutschland freizulassen. Die Sowjets hatten nach Kriegsende etwa 3,5 Millionen deutsche Soldaten gefangen genommen. Viele dieser Gefangenen waren unter den harten Bedingungen der Sowjets gestorben oder hatten jahrelang in Gefangenschaft gelebt. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland arbeitete Carius als Apotheker. Die Spuren seiner Jahre in Gefangenschaft begleiteten ihn jedoch sein ganzes Leben lang. Carius entschuldigte sich weiterhin bei den Familien der sowjetischen Soldaten, die er im Krieg getötet hatte, und warnte sein Leben lang vor der Grausamkeit des Krieges. Otto Carius war ein Soldat, der die Grausamkeiten des Krieges erlebt und mehrmals knapp dem Tod entkommen war. Nach dem Krieg bevorzugte er jedoch ein ruhiges Leben und verdiente seinen Lebensunterhalt als Apotheker. Sein Leben lang warnte er vor der Grausamkeit des Krieges und hielt seine Erinnerungen an die Zukunft in seinem Buch Tigers in the Mood fest, das er selbst geschrieben hatte. Carius wird weiterhin als einer der berühmtesten deutschen Panzerkommandanten in der Kriegsgeschichte genannt werden. Sein Leben wird als Erinnerung an die zerstörerische Wirkung des Krieges auf Menschen und Gesellschaften in Erinnerung bleiben. Carius starb am 24. Januar 2015 im Alter von 92 Jahren. Sein Tod sorgte bei Kriegshistorikern und Kriegsbegeisterten für große Trauer, da wieder eine Erinnerung an die Grausamkeiten des Krieges verloren ging. Das ist alles, was ich über Otto Carius zu sagen habe. Sie können Ihre Kenntnisse über Otto Carius in den Kommentaren teilen und uns helfen, ihn näher kennenzulernen. Vielen Dank, dass Sie sich mein Video bis hierhin angesehen haben. Wenn Sie meine Videos über andere deutsche Helden wie Michael Wittmann und Kurt Knispel noch nicht gesehen haben, können Sie meinen Kanal besuchen und sie sich ansehen. Ich wünsche Ihnen allen einen gesunden und glücklichen Tag.